Jetzt schön, dass ihr reingeschaltet habt. Was ich gerade mache, ich habe jetzt hier gerade einen Mazda stehen, der macht komische Klackgeräusche. Da müssen wir mal nachgehen, gucken, was da los ist und auch mal sonst schauen, was sonst noch so zu machen ist. Ja, also bleibt dran. Also das ist ein schöner Mazda 2 DI mit dem klassischen Ford Fiesta Motor. Super coole Arbeitstiere. Schau mal rein, was der so hat. Also hier sind wir gerade vorne links. Gucken uns mal das Federpaket an. Also sieht hier ganz ordentlich aus. Staub dran, den habe ich mal vor Jahren konserviert. Das kann man, glaube ich, erkennen. An dem Seilfett, was sich jetzt hier schön mit Staub zugesetzt hat. Also wir checken jetzt hier auch gleich mal meine Konservierung, die ich vor bestimmt 5 Jahren gemacht habe. Hier, das ist das Seilfett. Also ist richtig schön mit Staub zugesetzt. Kann man also gut anfassen. Also wenn du was montieren musst, es geht. Auf jeden Fall, hast keine fettigen Hände. Hier, das sieht aus wie einzementiert. Aber ist eigentlich nur Dreck. Leichte Korrosion hat sich hier schon wieder gebildet vorne. Aber nichts Dramatisches. Wie sieht es da hinten aus? Ja, hier haben wir schon ein bisschen mehr auf der Achsteile. Da ist schon mehr gegangen. Ist mehr im Spritzwasser ausgesetzt. Also hier gibt es schon ein bisschen mehr Korrosion. Muss man vielleicht nochmal nachgucken. Was geht sonst? Hinten hat er Trommelbremse. Das habe ich schon mal gemacht. Reifenprofil ist auch richtig gut. Neuwertig, Stoßdämpfer auch. Stoßdämpfer gut, Staubmanschetten, alles in Ordnung. Hier sieht man noch das Seilfett. Interessanterweise, ja, das ist hier sogar noch matschig. Da sagt er von unten. Ja, hier sehen wir auch das Seilfett. Da ist es auch noch klebrig. Nicht schlecht. Eine Weile her, als ich hier dran war. Also man muss natürlich auch sagen, der Karren, der ist von Baujahr 2000, ja, der hat 26 Jahre. Das, was der schon abgeleistet hat, also mit fast 200.000 Kilometer jetzt, da kann man wirklich nichts sagen. Also welcher Oldtimer ist denn da noch rostfrei in der Zeit nach 26 Jahren? Hier dem Rohr, dieses Rohr hier sieht natürlich ein bisschen beängstigend aus. Das Spritrohr. Hier Tankeinfüllstutzen. Wäre schade, gerade kostet Liter 2 Euro, wenn das da rausläuft. Das wäre echt scheiße. Also da muss ich noch mal ein bisschen konservieren. Und was haben wir hier hinten? Federn. Auch gut aus. Muss man natürlich sagen, der Karren hier, der ist echt sparsam. Sieht wirklich nicht besonders hübsch aus, aber der ist so pflege, da war noch nie was. Also richtig war da noch nie. Also außer Verschleißteile und Bremsen und so ist da wirklich noch nie großartig was gekommen. Auspuff hat er mal gekriegt, das ist auch klar. Die rosten halt gern. Dann hier Hinterachse, ja, da fängt es halt schon wieder ein bisschen an der Kante rost. Ist natürlich klar. Also echt bestimmt 5 Jahre her oder länger, wo ich den gemacht habe. Hier sieht man richtig schön das Seilfett hier. Da hat er richtig Gülle gekriegt von mir, richtig. Ja, dahinter kommt es halt schon wieder. Also er bräuchte mal wieder Nachbehandlung. Und hier schon ein bisschen was. Aber ist echt alles im Rahmen. Echt alles im Rahmen, hey. Ja, gerade hier so die Stellen, wo extrem Wasser ausgesetzt sind, da kommt halt wieder ein bisschen der Gilb hoch. Aber der sah wirklich ein bisschen rostig aus, als ich ihn geholt habe. Letztes Mal, so hier, da hängt noch ordentlich die Soße dran vom Seilfett. Richtig gut. Also hier würde ich mal sagen, ist es besser. Definitiv. Hier sieht es auch gut aus. Hier faulen sie in der Ecken im unten rund durch.
Da hat er nichts. Vorne rechts sieht es auch nicht schlecht aus. Also man sieht hier, Seifert ist schon okay. Also das kannst du nehmen, wenn du so einen Bock hast, wo du sparen willst. Gehen wir nochmal unten drunter. Ich erinnere mich, ein Anlasser hat er mal neu gekriegt. Das weiß ich noch, den habe ich reingemacht. Aber sonst hier relativ trocken. Okay, da hinten ist ein bisschen was undicht, aber toll. Hier gut, Bremsscheiben sind auch noch okay. Bremsbeläge habe ich schon gecheckt, sind gut. Achsmanschetten, also ich sag dir, ein Polo, der ist bestimmt schon 10-mal was kaputt gegangen. Hier, also meine alten Polos, die hat es immer erwischt, da war immer irgendwas. Bei dem hier ist nie was. Ja, vielleicht waren das halt Montagsproduktionen, die Polos, die ich hatte. So, hier, das da sieht eigentlich gut aus. Hier ist ein bisschen Öl, kommt von oben runter, aber ist normal. Ja, also das macht auch guten Eindruck. So, dieses Klacken, das hat sich für mich eher so elektrisch angehört. Das war nichts Mechanisches. Jetzt schaue ich mir hier mal das Getüdel da an. Das sieht natürlich aus. Da hat doch schon einer rumgemacht hier. Von der Klimaanlage hier. Das sind doch so Zusatzstecker hier dran. Ist nichts Originales, wie das aussieht. Oh, ja, da haben wir das Problem. Schon Plusleitung. Die ist wahrscheinlich immer auf Masse gegangen. Und das geht natürlich, so wie ich das sehe, wenn das vom Schalter hier ist, hat wahrscheinlich den Klimakompressor immer angetriggert. Das könnte gut sein. Also das checke ich jetzt mal gleich. Kabellage hier mal gucken, wie das da ran muss. Ob das dann das Problem schon war. Ja, und sonst, was sagt die Konservierung? Hier vorne geht's. Ja, wie gesagt, haben wir ein paar Stellen gesehen. Ja, also der Unterboden sieht echt gut aus hier, kann man sehen. Der hat wirklich sonst eigentlich kein Rost. Auch hier vorne, da ist noch richtig hier, die sieht man noch, das da hinten in der Ecke, das ist Seilfett, was da noch so glitzt. Das ist kein Rost hier vorne links, das ist Seilfett, richtig dicke. Also sieht echt gut aus. Ja, also macht's echt gut, sieht gut aus. Jetzt löte ich mal das da vorne wieder ran an den Stecker und guck mal, ob das schon war mit dem Problem. Dann wäre es eine schnelle Nummer gewesen. Also wenn das hier mit dieser Kontaktierung Klimakompressor, kann schon sein hier, dass das den immer antriggert. Gucken wir mal. Unterbodenkonservierung soweit gut. Also wer auf Seilfett umsteigen will, für so alte Kisten echt ideal. Hat man gesehen, dass das schon gut wirkt. Das eine oder andere muss man nochmal nachschaffen. Genau, also damit kannst du natürlich nicht auf die Tuning World fahren, aber auf jeden Fall empfehlenswert. So, jetzt schaue ich mal, ob es das war und melde ich mich gleich wieder. Also der Karren hat wirklich nicht viel. Das war tatsächlich das Problem. Die Kontaktstelle, die hat eben den Klimator immer wieder angetriggert und deswegen hat er geklackert. Das war dieses Klackergeräusch. Ich behandle jetzt nochmal so die einzelnen Stellen noch ein bisschen nach. Hier, da habe ich schon vorher mit Brunox gearbeitet und das sollte man natürlich 8 Stunden einwirken lassen. Und ich habe jetzt hier mal noch mal ein bisschen Seilfett drüber. Das gibt es hier aus der schönen Dose, das Seilfett. Und das kannst du halt ideal für solche eben mal Geschwindstellen anwenden. Bringt natürlich nur was, wenn du den Untergrund auch entsprechend gut vorbereitet hast. Genau, den Rest mache ich dann ordentlich beim nächsten Termin. Und aber dass die Stelle bis dahin nicht ein Desaster wird, gibt es hier schon mal jetzt eine kleine Ladung drauf. Guck dir nur mal die Leute an, wenn du unsere Politiker anguckst, wie die aussehen, wie die nachlassen. Da ist der noch echt gut. Also, von daher,
Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit den Spritpreisen wird. Hier im Ländle haben sie jetzt wieder Geld. Jetzt wird es wahrscheinlich noch teurer alles. In diesem Sinne, das war's auch schon hier zur Geschichte Mazda 2 Di. Und ja, danke fürs Reinschauen. Wenn es interessant war, macht Abo oder Like. Guckt mal rein in die Playlist. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ciao.